Sagt mir mal, Harley-Fahrer, falls ihr das wisst, mit welchem Gang fährt man 50 km/h durch eine Ortschaft? Ja, ich würde denken, das ist so Maximum. Das ist, keine Ahnung. Okay, Maximum. Gar nicht so bis nach Italien cruisen? Ja, Mann. Ja, Mann. Do want to? Oh yes. Wir testen ja immer was Neues. Und auch wenn für mich sieht es hier aus, als ob ich nicht mal im Bild stehe, Leute. Ich bin so weit auf der Seite, aber hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, bam. Wir haben hier eine Harley Davidson Fatboy. Grandioses Bike, deshalb viel Spaß und gute Unterhaltung bei den Eindrücken. Oh yes. Ich würde jetzt gern reinschreien vor lauter Freude. Aber dann wäre das radikal übersteuert. Ich sag's euch nur, würde ich nicht schon seit 13 Jahren Racebikes und mittlerweile Reise-Enduros fahren und wäre als erstes Motorrad in meinem Leben auf diese Harley aufgestiegen, die natürlich viel zu überdimensioniert wäre. Wer weiß, vielleicht hätte ich die letzten 13 Jahre nur Harleys gefahren. Also hören wir uns das mal an. So, was haben wir hier? Wir haben einen, Moment, nachschauen. 114 Kubik-Inch Motor, was ungefähr 1,9 Liter ist oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich nehme es nicht so genau, also sagen wir, es ist einfach ein 2 Liter Motor. Ganz spannend, Blinker links, links, Blinker rechts, rechts. Das ist für mich echt ungewohnt, weil wie soll ich denn Gas geben und blinken? Es geht nicht ganz. Aber hey, I don't give a fuck because genau, der Motor, bombenstabil by the way. Der Hinterreifen ist auf jeden Fall breiter als mein Autoreifen. Das ist ein absolutes Hammerbike. Sitzposition perfekt, man sitzt super aufrecht. Spiegel etwas klein, aber ey, es ist total egal, weil es stört nicht. Schau mal, ein bisschen tiefer. Ich würde sagen, sehr viel mechanisch, im Sinne von Oldschool, mechanische Tempomat, aber genau so gehört es, würde ich sagen. Man vermisst hier nichts. Tempomat, die Frage, ob er 30 kann, aber ich würde sagen nein, weil er noch orange leuchtet. Aber hier mal 30 fahren, darauf konzentrieren, nicht blitzen lassen. Wie man tankt, habe ich noch nicht rausgefunden, aber ich glaube, dieses Teil könnte essentiell dafür sein. Habe auch noch nicht tanken müssen. Vielen lieben Dank an Harley Davidson München West. Mein Moped ist gerade beim Service. 16.000er Service. Ich habe knapp 15.000 Kilometer auf der Uhr. Kann damit jetzt eine geile Spritztour machen. Und ich würde sagen... die Schaltposition ist echt sehr ungewohnt. Da vorne und man muss wie immer arbeiten. Aber genau, der Fuß muss sehr weit vorne sein, auch Fußbremse. Ganz weit vorne, aber mega geile Cruise-Position. Ich habe eigentlich nicht vorgehabt, jetzt ein großes Video zu drehen, aber ich habe mich hier drauf gesetzt, habe sie gezeigt bekommen, habe mich direkt verliebt. Man muss übrigens mit den Armen ein bisschen arbeiten, um sie so reinzudrücken, weil sie will... Habt ihr nicht gehört? Weil sie will nicht wirklich lenken und gerne hier für euch auch eine Aufnahme des Hinterreifens. Der Reifen ist, würde ich sagen, 80% eher gerade. Hat nur auf der Seite ein bisschen Neigung. Das heißt ja, fahren muss man anders, aber cruisen kann man dadurch perfekt. Verbaut hier ebenso eine Kästechanlage. Und ich muss lachen, weil nur zur Sicherheit, falls er abbiegen will, weil er irgendwie 20 km/h rumschleicht bei 50. So verbaut ist ja auch eine Kästechanlage und lachen muss ich nur aus einem Grund. Oh, es macht süchtig.
Lachen muss ich nur aus einem Grund, weil... Sorry, ich kann mich mehr konzentrieren, weil das Ding viel zu geil ist. Weil der Sound mit und ohne wieder mal phänomenal krass ist. Genau, bei meiner Pan Am wird es auch einige Updates bezüglich der Kestrich-Anlage geben. Aber ich sag's euch, dieses Bike mit der Anlage einfach wieder mal 1000% wahrscheinlich des Originalbikes, weil der Auspuff es einfach phänomenal krass macht. Und natürlich wieder mal legal, man kann sie nicht illegal fahren. Wenn du 30 oder 50 fährst, macht die Klappe einfach zu und du cruist ganz gemütlich und ruhig durch die Ortschaften. Was ich schon festgestellt habe, ich fahre in der Regel auch hier einfach mindestens 2 Gänge zu niedrig. Heißt, wenn ich einfach 70 fahre, fahre ich einfach im 3. Gang, wo ich normal locker im 5. oder im 6. schon fahren würde, weil ich einfach das Klangvolumen hören will. Ich will einfach, das war bei der Rocket schon so, da war ja auch die Emotion bombastisch. Auch hier ist es auch so, du musst einfach fühlen, wie dieses Bike fährt, und das funktioniert über den Sound. Zur Optik allgemein, ich würde sagen, mega geil, modern auch, von vorne super krasser LED-Scheinwerfer und einfach super stylisch verbaut. Falls es ihr nicht wisst, die Fatboy ist tatsächlich die Harley, wo Arnold Schwarzenegger quasi im Terminator drauf gefahren ist. Schrotflinte gehalten hat und ja, richtig geil. Ich glaube, es war Terminator 2 und richtig geil abgegangen ist. Das Bike hat auch echt viel Wumms, das heißt überholen, werden wir gleich zeigen können, aber überholen gar kein Thema. Ganz fix würde ich mit dem Bike auch sehr dynamisch Kurven fahren. Man müsste sich auf jeden Fall etwas einfallen lassen, dass die Fußraste nach oben kommt. Aber was ich schon erfahren habe, sie geht schon auch in die Kurve. Man muss halt anders fahren, auch mit dem Oberschenkel ein bisschen reindrücken. Die Schräglagenfreiheit ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Killer-Argument, aber dafür kann das Ding ja automatisch aufklappen, schauen wir mal so. Dann kriegst du noch ein paar Prozentchen. Aber ja, man muss ja den Reifen auch nicht überfordern. Ich würde schon sagen, er ist eher auf der härteren Seite. Aber ich habe gerade mitgegeben bekommen, in der Regel fährst du so einen Schlappen auch in 6000 Kilometer ab. Und dann passt das. Oh, Blumen. Mit der Freundin herkommen, heute Blumen pflücken. Das macht ihr eine Freude und mir eine Freude. Jawohl! Ah, es ist so schön. Es ist so schön. Ich finde, Motorräder zu testen, einfach die verschiedenen, die Vielfalt auszuprobieren, die es da am Markt gibt, das ist wirklich toll, weil ist ja so wie bei allem im Leben, Essensvorlieben, Frauenvorlieben, andere Vorlieben. Ich würde über den Randstein fahren, aber ich habe die Haare zu kurz. Alles hat was man lieben kann. Das ist auch grandios. Habe ich auch schon auf den ersten 20 Minuten gesehen. Leute lieben das Bike. Leute lieben dementsprechend den Klang. Leute assoziieren das 1000% mit Harley Davidson. Und ich denke mir schon, es ist ein bisschen asozial laut. Aber zumindest habe ich noch keinen gesehen, der mir gedeutet hat, ey du Spinner, mach ein bisschen Piano. Sondern nur Leute, denen es gefallen hat eigentlich. Motorradfahren, das wahrscheinlich beste Gefühl der Welt. 11:11 Uhr, was gibt es zu sagen? Der Motor ist super sanft, also wirklich perfekt zu fahren. Es gibt so viele kleine Details auf dem Bike. Hier einfach die Griffe hier mit Totenkopf drin, Harley Davidson eingraviert. Grandios Chrom, es ist so viel Chrom, also es ist ein Wahnsinn, wie geil das Bike aussieht und wie krass es blinkt. Ansonsten echt aufs Wesentliche, absolut aufs Wesentliche reduziert. Und ich kann bei dem Bike auch wirklich absolut verstehen, wenn du einfach jedes Wochenende zu Hause bist, dir die eine Stunde Zeit nimmst, so über einem geilen Aquarium, einfach sauber machst, damit du dann die ganze Woche das geilste, am geilsten blinkendste Bike hast und es einfach genießen kannst.
Und auch wie er anspringt, im Kupplungspunkt so sanft, du nimmst es einfach, du fährst, also gar nichts, du hast keine Sorge, dass du es abwirkst, aber das liegt bestimmt an den Zylindern. Und du hast einfach richtig Bock. Aber Bock habe ich vor allem auf Heizen. Ja, was habe ich vermisst in 4 Wochen und 8000 Kilometer Balkan? Bisschen Stoff geben. Man kann hier total dynamisch fahren, würde ich sagen. Also wieder mal, würde ich sagen, für 80% der Motorradfahrer keine Einschränkung. Hab auch schon mal gehört, okay, Pan America, krass gesehen, dich in den Kurven fahren. Ich dachte immer, das sind nur so Stahl. Wie hat das genannt? Ich weiß nicht, Eisentrümmer, Eisenbock, Eisen, was auch immer. Aber das Ding, das fährt super. Kann man nichts sagen. Es ist eine Harley. Sie hat LED-Licht. Sie hat bestimmt ABS. Trotzdem, für den Bremstest muss man, glaube ich, mal sanft rangehen. Ich mache eine kleine Justierung meiner Aussage. Ich würde sagen, 60% der Mopedfahrer haben keine Einschränkung. Für den anderen wird die Fußraste die ganze Zeit schleifen. Aber Leute, die einfach ganz normal cruisen, wie einfach viele, die einfach genießen und dahin dockern, ist das perfekt. Da gibt es schon Sätze, keine Ahnung, I don't know, 20%, 25% Schräglage. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge wegen Schleifen. Ich will das Ding ja nicht komplett abraspeln hier. Da geht schon was. Aber bei solchen Sachen, genau, ja, das wird so Maximum sein, I don't know. Echt Wahnsinn, wirklich sehr schwer in Worte zu fassen. Wahnsinn, ich bin sprachlos. Ich sag's euch, Leute, ich habe vorhin schon so viel reingeschrien in diese Wendekreis, auch voll in Ordnung. Ich sage, Edel liegt immer am Fahrer. Ich muss noch immer an der Integration nach dem Balkan arbeiten. Wenn man rollt, kann man den rechten Blinker super bedienen. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein ruhiges Plätzchen für Aufnahmen von außen, weil dieses Bike hat es verdient. Ich bin nach Hause gefahren und ich habe sofort alles geholt. Ich habe einfach gewusst, hey, da muss alles her. Drohne, Stativ, zweite GoPro zum Vorbeifahren, Aufnahmen machen, geiles Mic. Da muss einfach alles her. Aber es ist spannend. Ich glaube, wenn man so im Stadtverkehr sich reinlegt, schleift es eigentlich nicht.
Naja, das heißt wohl, bei dynamischer Kurvenfahrt kommt man immer schneller mal an die Schräglagegrenze. Also was ich auch sagen muss, Fahrwerke oder so, hier Boden, Dreck, I don't know, so im normalen Fahren würde ich sagen, kein Unterschied zu Pan America. Vielleicht macht auch der Sitz viel, aber du fährst gut, du sitzt gut, es ist komfortabel, es prellt nichts durch, dein Kreuz denkt sich nicht, oh nein, echt das hier, Rechtsregel, ich hasse so ein Shit schon. Sackgasse, Rechtsregel, Kreuzungstafel, davor parkt ein Auto und dann wundern sie sich immer, wenn es crasht. Aber wer kommt auf so eine Idee? Wer kommt wirklich auf so eine Idee? Junge, das ist tief. Oh krass, das ist tief. Mann, du musst nicht mal deinen Fuß heben zum Absteigen. Oh, Zündung an. Oh, ich bin jetzt super sensibel. Hi. Super sensibel, was Zündung angeht. Bei so einem dicken Schlappen. Man, mir weg Rollsplit eigentlich, keine Sorge. Du hast noch immer so viel Gummi auf der Straße. Spaß. Natürlich aufpassen, Leute. Aber für so Kleinigkeiten echt kein Ding. Ja, ich glaube, weil der Kupplungspunkt auch so sanft ist, macht man sich echt auch beim Umdrehen eigentlich keine Sorgen. Ich überlege gerade, ob das Bike auch das Risiko hat, dass man sich irgendwo verbrennt. Das sieht gar nicht so schlimm aus. Das Einzige, was in meinem Kopf abgegangen ist gerade, ist kaufen, 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 kaufen. Leute, straighte Kaufempfehlung. Und ja, wir können ja mal den Soundcheck mit und ohne Cash machen. Klappe zu. Hört ihr das? Das ist es halt. Und jetzt kommt's für euch. Klappe auf. Und das Ding ist, ich wollte mir letztes schon die Mühe machen. Ich mache das jetzt mal mit dem Mic bei dem Auspuff. Also ihr seht hier, Mic, Klappe offen. Okay, und im Vergleich Klappe zu. Hört ihr das, dass das Volumen als ein Ganzes direkt fehlt einfach? Das ist halt schon ein Wahnsinn. Also das ist auch Liebe zum Motorrad. Das darf man nicht einfach wegschneiden. Das ist wie ein Sportwagen ohne Räder. Die Vorzüge braucht man. Und wenn man diese Vorzüge liebt, dann kann man nicht ohne. Deshalb kann man nicht Moped fahren ohne Sound. Also ja, Leute, ich glaube Elektrobikes werden geil. Das wird schon cool. Das wird alles. Wir werden uns alle anpassen und so. Jetzt kommt der Bremstest. Ich habe schon das ABS-Vertrauen gefunden. Gewichtsansage. Also wie viel Kilo hat das Bike? Das wäre echt interessant. Gerne für euch hier eingeblendet. Schauen wir mal. Wow! Okay, krass. Also ich würde fast denken, entweder das ABS ist so smooth, dass man nichts gespürt hat, oder es war vielleicht gar nicht full, aber der Reifen ist halt riesig. Aber war der Reifen jetzt komplett warm? I don't know. Auf jeden Fall Bremswirkung phänomenal, einfach richtig gut. Also da kann ich schon verstehen, dass es ein Eisenbock ist. Es ist ein richtig schweres Motorrad, man spürt. Die Masse ist in Bewegung, aber bremst sehr gut. Wiederholen wir natürlich. Wow, ja, okay. Also das ABS ist, glaube ich, so smooth geregelt und durch die dicken Reifen spürst du das, glaube ich, fast nicht. Aber bremst krass. Nicht der kürzeste Bremsweg, würde ich sagen. Aber voll solide, wenn du da einfach voll durchziehst, kriegst du das hin, die Situation zu safen. Dann geben wir noch ein bisschen Lebensgefühl. Auto schon vorgesehen. Und Dreck, wie es immer im Leben läuft, beides zur selben Stelle. So, ich habe richtig Spaß, also ja, richtig Spaß. Das heißt 60% der Leute keine Einschränkung. Hier die Kurven, die sind optimal. Ich kenne die Strecke auch schon, also keine Sorge.
Muss ein bisschen aufpassen wegen der Feuchtigkeit. Es hat gestern geregnet in der Nacht, also am Rand vor allem. Fahrschule. Was will man mehr? Ich würde sagen, I don't know, 5-6 Sekunden auf 100. Vielleicht waren es auch nur 4-5. Super im Durchzug, also super ruhig auch. Also ich mag sowieso mehr den Naked Style. Also der Wind stört mich gar nicht. Du hast ihn konstant, aber du hast doch echt wenig Windgeräusche am Helm. Ich kann es mir nicht erklären, aber auf meiner Pan America habe ich viel mehr Windgeräusche am Helm bei dieser Geschwindigkeit. Das heißt, ich habe eigentlich hier nichts. Ich genieße einfach, ich chill hier, es ist fast 70. Und du hast einfach eine mega geile Zeit, fast zum See, Freundin hinten drauf. Jawohl, und kann ich so bis nach Italien cruisen? Ja, Mann, ja, Mann. Kann ich so bis nach Tschechien cruisen? Ich bin in München. Ja, Mann. Du kannst so überall hin cruisen, also das Ding fährt Kilometer-Style, Route 66. Du bist ja vollkommen mega geil am Cruisen. Ich muss diesen ND-Filter heute nochmal ausprobieren. Das machen wir jetzt. Ja, dritter Gang, Ortschaft, 50, geiles Blubbern. Ich finde es angenehm. Und, falls ihr es nicht gehört habt, die Klappe ist zu. Gerade wieder aufgegangen, ein bisschen zu langsam. Die Klappe ist zu. Wahnsinn, oder? Du hörst nichts mehr, einfach nichts mehr vom Fahren. Schalten hilft. Aber es soll ja auch so sein, dass du ruhig hier durchcruist. Allgemein so der Ständer bei diesem Bike, also ich hatte ja zum ersten Mal so einen Ständer bei der Harley aktuell, dass der da weiter hinten ist und du dann den so unten raus. Also ich kann jetzt verstehen, wieso Harley das macht. Für das Bike ist er perfekt, du würdest ihn eben an keiner anderen Stelle suchen. Der geht super smooth raus und auch der Winkel und alles passt. Fürs Adventure Bike, und ich habe jetzt wirklich auch gehört, das kommt quasi von der Adaptive Ride Height. Also von diesem adaptiven Fahrwerk haben sie halt nicht gewusst, besser kürzerer Ständer, besser längerer Ständer. Fürs dynamische Fahrwerk ist halt schwer wahrscheinlich den passenden Ständer zu finden. Jo, wir interessieren uns jetzt mal einfach für ND-Filter. So Leute, also ich stehe hier. Genau, kein wirklicher Fahrradweg in die andere Richtung. Denke ich zumindest. Zumindest habe ich keine Tafel gesehen. Das Ding ist jetzt bin ich hier am Rand gefahren und ich stehe hier. Ich will einfach nur auf der Straße stehen, dachte mir, ins Autohaus reinzufahren auch schlecht. Auf jeden Fall stehe ich hier und da kommt ein Fahrradfahrer entgegen. Und ich sage ihm natürlich sorry, weil ich ja hier eigentlich auf was auch immer dem Weg stehe, aber er fährt wahrscheinlich auf dem Gehweg in die falsche Richtung. Also er kann auch sorry sagen. Die Message: Es gibt dieses gemeinsame Miteinander. Man muss sich nicht aufregen. Man muss niemanden anschreien. Wenn es niemanden wirklich stört, ist es einfach kein Problem. Habe ich auch viel im Balkan gelernt. Diese ganzen Regeln jetzt. Es gibt die Regeln, die sind da. Aber es muss keinen stressen. Man muss keinen Frust haben. Man muss sich nicht ärgern, nur weil das Gesetz sagt, ja, fahr doch nicht hier Fahrrad. Seht ihr, sogar ab hier ist der Fahrradweg, also würde ich auch so weiterfahren. Alles einfach, kein Problem. Ich habe jetzt verstanden, wie der Tempomat funktioniert. Einmal draufklicken zum Einschalten, wie ein Blinkerschalter quasi, und dann rauf und runter. Runter zum Setzen, rauf zum Wiederaufrufen. 12 Uhr ist schon der Wahnsinn. Ich schalte wahrscheinlich viel zu viel, weil der Motor läuft ja so ruhig, wahrscheinlich kann so wie alles. Also was, zweiter Gang. Sagt mir mal, Harley-Fahrer, falls ihr das wisst, mit welchem Gang fährt man 50 km/h durch eine Ortschaft? Ich finde, so ein dritter Gang ist ganz gemütlich. Ja, ich würde sagen, ein bisschen Autobahn muss man auch ausprobiert haben.
würde denken, das ist so Maximum. Das ist, keine Ahnung. Okay. Maximum. Knapp 200 gewesen. Das ist jetzt der letzte Gang. Das ist nice. Ich meine, war auch nicht so schlimm vom Wind. Hätte ich die GoPro nicht auf der Seite. Und man gewöhnt sich sogar an den rechten Blinker. Okay, sehr spannend. Ich würde schon nochmal die 200 rauskitzeln wollen. Das war ungeplant. Ich wollte wirklich kein Topspeed-Video machen, aber das ergibt sich immer so. Ich kann nichts dafür. Sagen wir mal, das geht. Yeah! Boah, das ist richtig Workout, ich sag's euch. Und du hast zwei Optionen. Entweder du ziehst es über die Arme, was ja keiner macht, weil du sollst dich an der Lenker festhalten. Also gefallen eigentlich. Hast du nur noch eine Option. Du machst es, glaube ich, weil du so tief sitzt und der Hebel ganz anders ist. Echt krass aus der unteren Bauchmuskulatur. Also ich würde sagen, Fatboy, Autobahn 200, richtig geiles Bauchmuskulaturtraining. Workout-Empfehlung, Mike on Tour, bitte nicht vergessen. Einfach hier Like und Abo da lassen, damit ihr so geile Review-Videos von mir habt. Ich freue mich immer wieder, wenn ich meine Freude mit Mopeds mit euch teilen kann. Das war übrigens kein Witz, untere Bauchmuskulatur krass hart, auch hier Oberschenkel, einfach weil du diesen Keil hast. Aber hey, Bike war bombenstabil, ganz leicht hat es manchmal gezuckt, ist aber ganz minimalst, aber sonst krass. Wieso fahren nicht mehr Leute mit einer Harley 200? Echt schade. Selten jemand gesehen. Ich habe noch nie jemanden gesehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal jemanden gesehen habt. Aber ja, man muss sagen, 90 cruise ich auf jeden Fall perfekt. Also ist so geil. Also wieso mein Helm so leise ist bei diesem Motorrad. Also da ist wirklich keine Verwirbelungen, nix auf meinem Helm. Und auch, dass es hier so clean ist, also das gefällt mir so gut. Dieser Lenker, dieser Tank, jawohl! Und wirklich auch der Sitz, auch krass, wie stabil es ist. Also wenn man so, man kann schon richtig arbeiten, aber trotzdem von Haus aus will es so fahren. Genau so. Bombengerade will es einfach dahin cruisen. Und das ist angenehm. Das gibt irrsinnige Stabilität im geradeausfahren. Das ist mega. Dieses Losfahren. Ja, ich verstehe jetzt, wieso jeder Harley-Fahrer das liebt. Ja, man fährt einfach so los. Es geht, glaube ich, gar nicht anders. Also ja, mit Klappe zu und so. Danke. Kurz habe ich gezweifelt, aber danke. Ich habe mit dem Auto schon mal eine Dame abgeschossen. Ich habe auf mein Spurrecht gepocht und sie hat mich komplett ausgenietet, weil sie von ihrer Spur auf die Außenspur gefahren ist. Aber ja. Niemals mit dem Motorrad machen, mit dem Auto könnte man auf sein Recht pochen, aber es bringt auch nichts. Es bringt auch nichts für sie zu bremsen und danach zu hupen eigentlich. Der Balkan-Style wäre einfach, du lässt den anderen fahren, er lässt dich fahren, keiner hupt, alles miteinander. Manchmal rastet einer komplett aus, aber viel seltener als bei uns. Ich würde wirklich sagen, so eine Passiv-Aggressivität, wie es hier gibt, so jeder hupt die ganze Zeit, jeder ist genervt, jeder ist gestresst. Das fehlt dort einfach. Das ist richtig schön. Oh, ich liebe Rollerfahrer. Nicht den Rollerfahrer auslöschen, Mike. Nicht den Rollerfahrer auslöschen, Mike. Hat ein großes Kennzeichen, die starten meistens schnell. Aber ja nicht.
Miteinander. Seht ihr? Ich arbeite an mir. Ein gemeinsames Miteinander. Wenn wir so schmal wären, würden wir auch in die erste Reihe vorfahren. Er hat mich nicht provoziert. Geil. Es gibt immer Potenzial zur Verbesserung. Ich fühle es so komplett. Echt wirklich. Also, ja, aktuell ist unser Ding Reisen und Touren. Aber wenn du dieses Bike hast, dann fehlt dir echt nichts einfach. Es fehlt dir absolut nichts. Und ich würde sagen, für die meisten Leute, du fährst ein bisschen rum. Du bist jetzt auch kein 1000 Kilometer Tourenfahrer, so wie wir. Du fährst vielleicht zur Eisdiele, du fährst zum See, du hast die Freundin hinten drauf, du gehst am Abend was trinken. Du fährst vielleicht auch in die Berge. Ich meine, hier, ich glaube, du kannst dich weniger verbrennen als bei uns. Also, ich würde sagen, kurze Hose, Shirt, American Lifestyle, Tuka zum Wandern. Ja, warum nicht? Mega geil. So gemütlich kann man wirklich selber sitzen. Also beim Sitzwinkel wäre echt spannend. Wie fühlt sich der Sitzwinkel an, wenn du einfach so 6 Stunden, sage ich jetzt mal, aber sagen wir mal 3 Stunden drauf sitzt? Kann man das schwer vorstellen. Aber so derweil ist es wirklich so ein super ultra komfortabler Sofastuhl. Auch wirklich weich gepolstert und so. Ja, sitzt man super, super gut. Ich will gar nicht aufhören zu fahren, ehrlich. Alter, aber was? Ich weiß doch nicht genau was. Manchmal bollert es richtig geil beim Runterschalten. Das ist auch bei dem Bike so. Du bist eigentlich immer zu schnell. Also es fährt so rund, so smooth, so sanft. Der 2 Liter Motor, ja, ich weiß, aufgerundet, der ist so gutmütig. Was willst du denn? Also da, es geht nicht komfortabler zum Schalten, zum Fahren, zum Tuckern, zum Cruisen, überholen, genug Wumms. Also du bist sofort auf 100 und du spürst es nicht. Es ist einfach super angenehme 100. Wow. Verliebt. Ich wäre gern nicht verliebt, aber okay, kann ich sogar noch links fahren. Rechts geblinkt, links gefahren, hat niemand gesehen, außer ich weiß es. Ja, auch so. Also es ist natürlich ein gelehenes Bike und ich will es nicht hinlegen. Aber wenn es dein Bike ist, ich glaube, du lernst hier super gut zu rangieren und super gut zu wenden. Ich muss mal. Alter. Immer auf Fahrradfahrer aufpassen. Alter, das... Das könnte es sein. Kann es sein? Ich werde nachgoogeln, gerne für euch hier. Aber so wie ich hier gerade durchgestartet bin, sage ich, das Teil hat keine Traktionskontrolle. Und das kann, glaube ich, sein. Ich habe das gelesen. Und dann war das ja gut, dass ich eigentlich in der Schräglage immer schon sanfter. Ich versuche das da gut vor die Hecke zu stellen, aber am besten wahrscheinlich einmal im Kreis andersrum. Aber ja, ich würde sagen, ich habe ja gerade 3 Meter Burnout auf Schotter hingelegt. Schau mal hier. Diese Spur da. Ich meine, ja, ich war schon gerade. Ja, ich wusste, was ich tue. Ja, ich wollte schauen, ob die Traktionskontrolle triggert und wie stabil sie so bleibt. Ja, das ist ein perfektes Burnout-Bike, würde ich sagen. Das heißt, sie ist perfekt stabil geblieben, gerade ausgefahren und hat richtig schön durchgeschaltet. Spaß gemacht. Ich freue mich so, mit der Freundin auch noch eine Ausfahrt zu machen. Ich bin verliebt. Echt, Arnold Schwarzenegger ist auf so einem gesessen. Das ist noch das extra Kauf-Benefit-Bonus-Pünktchen. Kaufen, Leute. Kaufen. Kauft euch bitte Fatboys. Ich will nur noch Fatboys sehen. Ich will nur noch Fatboys hören. Ich stehe noch immer hier. Mega krasses Bike. Wie hat mir die Probefahrt gefallen? Es war einfach absolut phänomenal. Ich würde sagen, man muss auf einer Original-Harley draufgesessen sein. Und ich habe gehört, das ist die Harley, mit der Arnold Schwarzenegger gefahren ist bei Terminator 2. Das ist die Harley, die man genau deshalb gefahren haben muss. Wenn ihr mehrere Harley-Videos sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. In jedem Fall dieses Bike, keine Traktionskontrolle, mega geil zu sitzen, mega geil zu fahren. Alles funktioniert perfekt, wirklich super soft. Schräglage würde ich sagen 25 Grad vielleicht. Sehr entspannt zum Cruisen. Ich würde sagen 60% der Mopedfahrer, keine Einschränkung. Bombenspur stabil, Bremse perfekt. Das ist ein Hammerbike. Ich bin jetzt innerlich schon ein bisschen traurig für den Moment, wenn ich es wieder abgeben muss. Also geil.
Ride hard, ride safe. Man sieht sich, allzeit gute Fahrt.